In diesem Video möchte ich euch die Fähigkeiten zeigen, die ein grafisches Element in Erzoid alles haben kann. Außerdem möchte ich auf die Möglichkeit eingehen, Hardware-Tasten zu überladen. Um das zu bewerkstelligen, brauche ich eine neue Datei. Diese wird im Bearbeiten-Modus im Menü unter Neue Fernbedienung erstellt. Jetzt habe ich eine neue leere Fernbedienung und ich speichere diese gleich mal unter dem Namen Übersicht. So. Im Bearbeiten-Modus lassen sich ja alle Elemente nach Herzenslust einfügen. Die erste Aufgabe, die ein Element haben kann, es kann einfach gut aussehen. Dies trifft zum Beispiel auf die Icons zu, die als eigenständiges Bild einfach irgendwo in der Datei eingesetzt werden können. Oder auch für die Symbole, die sich auf den Tastern befinden können. Ein solches Element ist einfach nur optisch vorhanden, reagiert aber nicht auf die Eingabe durch den Finger. Die zweite Funktion, die ein Element haben kann, es kann ein Infrarotsignal senden. Um das zu demonstrieren, füge ich ein weiteres Element hinzu und schalte im Eigenschaftendialog die Funktionalität ein. Und ab diesem Moment arbeitet dieses Element als Taster und wird auf den Finger reagieren. Ich generiere hier mal einen beliebigen Code mit dem RC5-Code-Generator. Als Geräteadresse wähle ich 00 für TV und als Kommando wähle ich 0C, was dem Power-Knopf entspricht. Der IR-Code wird im Eigenschaftendialog eingefügt und ab diesem Moment kann dieses Element einen Fernseher einschalten, der das RC5-Protokoll unterstützt. Da ich das Element später eingefügt habe, ist das Symbol nun unter dem Taster. Wir können aber diesen Taster in den Hintergrund schieben, wodurch der Taster unter das Symbol rutscht und das Symbol, was einfach nur gut aussieht, in den Vordergrund tritt. Ich füge eben noch einen zweiten Button hinzu und gebe diesem ein anderes Infrarotsignal, ein Signal, was einen Satellitenreceiver ein- und ausschalten kann. Außerdem hat das Element ab sofort einen roten Rand, was darauf hindeuten soll, dass das Element Infrarotsignale senden kann. Und dieses Element bekommt jetzt auch noch ein Power-Symbol obendrauf. Und jetzt schaltet dieser Knopf den Satellitenreceiver ein und dieser Knopf den Fernseher. Die dritte Funktion, die ein Element haben kann, ist das Abspielen von Makros. Auch hierzu wird die Funktionalität wieder eingeschalten, nur wird jetzt statt Taster in der Dropdown-Liste der Eintrag Makro ausgewählt. Jetzt kann man hier mit dem großen Knopf Makros aufzeichnen. Ich starte das mal und zeichne die beiden eben erstellten Taster auf. Außerdem können auch Pausen von einer halben Sekunde eingefügt werden. Beendet wird das mit dem Kreuz und jetzt sehen wir, dass 2 Befehle aufgezeichnet wurden. Der Rahmen des Elements ist jetzt gelb, was darauf hinweist, dass er Makros ausführt. Ich speichere die Datei und jetzt sieht man, dass bei einem Klick die beiden Tasten nacheinander gesendet werden. Auf diese Weise könnte ich zum Beispiel all meine Geräte mit nur einem Klick einschalten. Die vierte Funktion, die ein Element haben kann, ist das Laden einer anderen Datei. Dazu wird die Funktionalität wieder eingeschalten und im Dropdown-Menü wird das Element Datei laden ausgewählt. Und hier kann man jetzt aus der Liste von allen Dateien, die man auf dem Handy installiert hat, auswählen, welche geladen werden soll. Ich nehme in diesem Beispiel den Samsung-Fernseher und gehe zurück und jetzt ist der Rand lila geworden, was uns zeigt, dass es sich bei der Funktion um das Dateiladen handelt. Ich beschrifte diesen Knopf noch mit Samsung, damit wir wissen, welche Datei geladen wird. Ich speichere das wieder und wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, wird die Datei für den Samsung-Fernseher geladen. Im Menü kann ich über Fernbedienung wechseln, wieder zurück zu meiner Übersicht gehen. Und dann möchte ich hier noch einen zweiten Knopf haben, welcher eine andere Datei von Toshiba lädt. Ich schalte die Funktionalität wieder ein, wähle Datei laden, wähle den Toshiba, beschrifte mein Element, gehe zurück und speichere die Datei. Und jetzt lädt diese Taste bei einem Klick die Datei für den Toshiba-Fernseher.
Auf diese Art und Weise kann man sich auch wunderbar eine Übersicht seiner gesamten Geräte zusammenstellen und muss nicht immer den Umweg über Fernbedienung wechseln im Menü gehen. Ich selbst habe mir natürlich auch eine Übersicht gebastelt, in der all meine Geräte optisch ansprechend in meiner Wunschreihenfolge aufgelistet sind. Eine weitere sehr coole Fähigkeit von RCOID ist das Überladen von Hardware-Tasten. Das wären bei diesem Gerät die Lautstärke-Tasten, die Menü-Taste und die Zurück-Taste. Dazu muss in den Einstellungen der App das Überladen der Tasten prinzipiell erstmal erlaubt werden. Wenn das aktiviert ist, lassen sich im Bearbeiten-Modus die Gerätetasten überladen. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel mit der Menü-Taste den Samsung-Fernseher laden. Da die Menü-Taste ja nun nicht mehr das Menü öffnet, tauchen an der Seite die 3 Punkte auf, die stattdessen das Menü öffnen. Wir testen das einmal kurz und wie erwartet wird die Samsung-Datei geladen. Um aus der Samsung-Datei nun wieder bequem zurück in die Übersicht zu kommen, baue ich mir auch in die Samsung-Datei einen Knopf ein, der die Übersicht lädt. Da ich beim nächsten Programmstart von RCOID die Übersicht wieder geladen haben möchte, setze ich hier das Häkchen für nächsten Programmstart merken. Speichere das und jetzt wird mit diesem Knopf wie erwartet die Übersicht geladen. Und wenn ich jetzt in dieser Datei den Zurück-Knopf mit dem eben erstellten Element überlade, dann kann ich auf bequemste Art und Weise wieder zurück in die Übersicht wechseln. Wenn der Zurück-Knopf nicht überladen ist, wird RCOID beendet. Das möchte ich auch für den Toshiba-Fernseher einrichten. Dazu gehe ich in den Bearbeiten-Modus, füge ein Element hinzu, definiere, dass es die Übersicht lädt, auch wieder mit für den nächsten Programmstart merken und überlade den Zurück-Knopf mit dem eben erstellten Element. Und so wird die Bedienung von RCOID wirklich super komfortabel. Zurück zur Übersicht, rein in den Toshiba, zurück zur Übersicht, rein in den Samsung, zurück zur Übersicht. Und da dieser rote Knopf nicht besonders hübsch ist, schiebe ich ihn in den Hintergrund und drücke ihn irgendwo unter ein anderes Element unten drunter. Und somit ist er für den Finger nicht mehr zu erreichen, weil er in diesem Fall von dem Minus verdeckt wird. Aber der Zurück-Button findet ihn noch. Und so kann ich das für den Samsung auch machen. Ich schiebe ihn einfach irgendwo in den Hintergrund und so ist er verschwunden. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit RCOID.